Wir fahren jetzt darüber und fahren da, wo der Schnee liegt, runter, okay? Okay. Ciao, schönes Leben. Toni! Ja, genau. Oh Gott, die ist so schnell, das traut mich nicht. Oh Gott! Oh. Ich komme! Ich komme! Ihr fragt euch sicher, wie ich, die Toni, in so eine unangenehme Situation gekommen bin. Alles fing damit an, dass die Kadi zu Lisa und zu mir meinte, hey, lasst uns doch mal auf Skiexpedition gehen. Und das Ganze 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Und kleiner Spoiler, das wird ein richtiges Abenteuer. Toni Schlosser stimmt sich auf die Pulka ein. Wir haben eine Winterexpedition vor und laufen mit Fjellski. So ein bisschen breitere Langlaufski. Du darfst die Füße nicht so hoch geben beim Langlaufen. Echt? Und Pulka. So kleine Schlitten, die man hinter sich herziehen kann. Ich komme, Kuh! Von hier, also Schweden, Bis nach Norwegen zum Fjord. 100 Kilometer sind Muss. Und dann würde ich gern bei strahlendem Sonnenschein in einem verschneiten, zugefrorenen Fjord Eisbaden. So. Auf dieses pure Erleben. Mit Kadi und Lisa freue ich mich echt am allermeisten. Tennis spielen. Mir reicht's derbe krass für heute. Mal schauen, hoffentlich kommen wir an. Bei einem Abenteuer spielt ja immer so eine gewisse Ungewissheit eine große Rolle. Oh, wie es aussieht, ey. Wahnsinn. Das absolute Horrorszenario ist für mich, wenn wir wirklich in so eine Schneesturmsituation kommen. Meine größte Herausforderung ist, mir keine Zehen abzufrieren. Oh ja. Oh ja. Scheiße. Wie soll ich da so weitergehen? Das macht mir schon auch noch mal sehr bewusst, dass das noch mal ein ganz anderes Level ist, was wir hier machen. Na, habt ihr jetzt Bock? Dann kommt mit auf unsere Expedition Skandinavien. Und in dieser Folge fliehen wir gleich mal vor dem Sturm. Station 1, Kiruna in Schweden. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört, das ist diese Stadt, die für den Bergbau gerade komplett umziehen muss. Wir leihen uns dort unser Equipment. Da sind die Schuhe. Ja, das sind ja ganz normale Bergstiefel, oder? Von Sack schwer. Echt? Ja. Was hast du für eine Schuhgröße? Ich habe eigentlich 38. Ah ja gut, ich habe eigentlich 39. Ah, da bin ich echt gespannt jetzt. Ja, ich auch. Boah, die sind aber schon Riechen aber schön. relativ neutral, muss man sagen. Weil die sind auch schön breit. Ich habe so breite. Ich habe jetzt natürlich keine Boah, dicken ich glaube, die Socken sind auch angezogen. saubequem. So schnell habe ich noch nie Schuhe gefunden. So schnell habe ich noch nie Schuhe gefunden. Gestatten, Schnellschuss Lisa. Spezialität, voreilige Entscheidungen. Bei dir ist gut, oder? Ja, die sind endgut. Ich habe jetzt halt so dünne Socken an. Ja, ich habe eher dickere gerade an, aber Das passt schon auch mit dickeren Socken noch. Kadi ist skeptisch. Und damit wird sie leider recht behalten. Ah, die passen so gut zu meiner Jacke, hey Leute, schau mal. Aber ich habe halt diese Salzstangenfüße. nee, ich bin zufrieden. Ich glaube, ich auch. Schnelle Entscheidungen Fühlen treffen. sich gut an. Tragen uns schon 100 Kilometer, oder? Ja, ich denke auch. Sonst lege ich mich in die Pulka und die kann die muss nicht. Müssen die so lang sein? Ah, die sind wirklich überhaupt nicht schwer. Geil. Ich will gelbe. Bin fertig. Das sind die Schlafsäcke Was ist das? und das sind die Zelte, oder? Boah, das ist ganz schön schwer. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Materialschlachtsaktion. Ich auch nicht. Also das ist schon abartig, was man da Und es war. wird auch echt schwer. Schaffst du es? Thank you. Thank you, goodbye. Geht das bei euch? Ja. Geht es bei dir? Schräg laufen, so vielleicht. So ein Krebs? Mann, ich finde das jetzt schon schwer. Okay. Das da kurz herstellen. Boah, das wird spannend. Viel Zeug. Verzieh. Ja. Geht schon, geht schon, geht schon. Ferse rein, ja.
Ja, irgendwie kriegen wir es schon von A nach B. Das müssen wir ausprobieren. Probieren wir Ja. aus. Gut. Taxi. I norra Lapplandsfjällen finns en gul varning utfärdad. Imorgon väntas ett nytt djupt lågtryck passera österut över nordligaste Skandinavien och då rejält blåsigt i hela norra Sverige och varningen finns utfärdade. Let's go. Yes, ich hab Bock. Trotz der schlechten Wettervorhersage. Zeit ausladen. Ja. Schön. Es ist voll schön hier. Es ist richtig schön. Es war auch richtig, also jetzt ist Schweden so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Bin mir ja nicht so sicher. Es wäre nicht Bergfreundinnen-like, wenn es so bleibt. Wir hatten echt schon oft Pech mit dem Wetter. Ob's diesmal besser wird? Wir sind in der Taxifahrer hat gesagt, Nikkaluokta, Nikkaluokta. glaube ich. So spricht man es aus. Nikkaluokta in Schweden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich ein Naherholungsgebiet im Einzugsraum von Kiruna. Der nördlichsten Stadt Schwedens. Und starten morgen auf unsere große Tour. Die geht von Nikkaluokta immer nordwestlich Richtung Norwegen, über die Grenze und dann zum Fjord bei Kattegat. Wir wollen zelten und in Hütten schlafen. An einigen Stellen haben wir Alternativen geplant, denn ob die Bedingungen jetzt Anfang April auf unserer Seite sind, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Route ist so, wie sie jetzt von uns geplant ist, noch nicht so häufig von Menschen begangen worden im Winter. Ich weiß von keinem, der die so gegangen ist. Boah, da ist das Eis super dünn. Wir haben was gesucht, wo wir abgeschiedener sind, wo wir mehr auf uns selbst gestellt sind. Und es ist für uns alle drei auch was Neues. Dann probieren wir alles mal aus, dass wir das dann auch bei Wind machen können. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du magst dich schon mal reinlegen. Dann passt hier auf jeden Fall noch ein Schlafsack. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es zugeht. Wie so ein Rollbraten. Hä, ist doch Tibi-Tobi, oder? Nicht schön, aber Ist doch safe. scheißegal. Schau her, das ist das. Hier. Okay, Mama. Komm in die Mitte. Ja, wie so ein Pferd. Nicht über den Stein fahren. Bisschen hier. Und jetzt hier. Das geht voll klar. Die spürst du fast gar nicht. Du hast halt einen ultra großen Radius. Jetzt geht's. Gott sei Dank, ey. Ich hatte echt Schiss, dass das Zeug nicht reinpasst. Jetzt bist du drin. Jetzt ist, glaube ich, drin, oder? Ja. Mann, als ich das letzte Mal auf Langlaufschienen stand, habe ich mich mit meinem Vater angeschrien. Das endete mit einem blutentbrannten Abgang von der Loipe beiderseits. Ey, mich legt's damit so aufs Maul. Ich will es damit auch auf jeden Fall hinlegen. Ja, und wie ist da jetzt die Technik? Es gibt nicht so viel Technik. Ich habe das Bedürfnis zu skaten. Die rutschen auf dem Eis ganz schön weg. Also stabil sind die Dinger nicht. Nee. So, die Fälle müssen wir noch kurz mal ausprobieren. Hatte ich jetzt immer so eilig. Ja. Und? Na gut, das ist halt sauweich. Sein Iglu. Also ich finde, das ist kein guter Übungshügel, um es wirklich zu checken, aber okay, meine Damen und Herren, vielleicht haut es mich jetzt direkt aufs Maul. Das kann was werden. Vi har en orange varning för vind i kombination med snöfall gällande för nordligaste Norrlands fjälltrakter. Gul varning för byvind finns även utfärdad över stora delar av Norrland. Boah, ey, ich habe jetzt schon alles an. Gefühlt. Wir können kuscheln. Ja, das ist der Mittwoch. Also weil hier, genau, das ist die Nacht. Und das Problem ist, es geht halt schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch los. Hier sind es halt 60 km/h Wind und Böen bis zu 96 oder hier 99 nachts um 2. Und also, keine Ahnung, ich war neulich am Berg und da hatte es angeblich 60 km/h Böen und uns hat es wirklich von den Schienen geblasen. Ja. Du willst eigentlich nur noch weg. Aber hier auf dieser Ebene, wenn da halt so der Wind durch... Wo sollen wir denn hin? Wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir da halt zelten, weil wir können das Zelt hier nicht... Wo willst du es Nein. hinstellen? Wir gehen... Nein. Wenn wir dann halt im Zelt sind nachts und uns der Wind um die Ohren fliegt und das Zelt wegreißt und keine Ahnung was, dann haben wir halt keine Option mehr. Es wäre die Frage, ob wir uns das zutrauen,
morgen 30 Kilometer durchzuziehen. Also beide Etappe Etappen. 1 und Etappe 2 bis zu der Hütte. Und was ist die andere Option, auszusitzen? Na, aussitzen ist nicht so richtig eine Option, weil Mittwoch, schau mal, wird dann der Donnerstag. Wir müssen den Donnerstag auf jeden Fall aussitzen. Wir müssen den Donnerstag auf alle Fälle auf der Hütte sein, weil da werden es angeblich Böen bis zu, was ist das höchste, was wir finden? 146. 100, ja, 146 146 km/h. Ciao. Aber ich finde das schon eine schlaue Idee, zu sagen, wir machen morgen einen langen Tag und machen 30 Kilometer und 2 Etappen. Schaffen wir 30 Kilometer. Ja, ich schaffe eh. Also ich klatsche jetzt nicht in die Hände. Aber ich glaube, es geht. Jetzt dann halt direkt komplett neuem Equipment, 30 Kilometer abreisen. Ich glaube, das schaffen wir schon. Aber dann müssen wir halt morgen echt früh raus und halt unterwegs Ja. nicht Elche suchen gehen. Nee. Also machen wir so. Ja? Ja. Machen wir so. 2 Etappen. Läuft. Sind wir dann nicht eh schon übermorgen da? Ja. Klonk. Passt. So ein kleines Pony. Wo ist mein Apfel? Erst Ski, dann Polka? Würde ich schon machen, ja. Ja, ne? Habt ihr ein LVS an? Ja, nimm es an. Ich muss meinen LVS noch anmachen, schnell dann. Ich gehe hinten, falls was runterfällt. Das ist super. Also falls ich runterfalle. Genau. Ich bin die Lumpensammlerin. Hey da, Nikalurkta. Hey, Schnee, Weite, Ruhe. Oder wie Toni sagt, Nur wir, ansonsten nichts. so ganz stimmt das nicht. Das ist unser Team. Sie fliegen Drohne, drehen Landschaftsaufnahmen zum Niederknien, putzen die Kamera und pennen mit uns an ungemütlichen Orten. Und das ist nicht unser erster gemeinsamer Trip. Wir sind schon über die Alpen gelaufen, nach Paris gebikepackt und durch den Balkan gewandert. Und wenn wir 3 nicht gerade unterwegs sind, dann machen wir einen Podcast. Die Bergfreundinnen. Heute also die erste Etappe unseres Skandinavien-Abenteuers. Naja, die ersten 2 Etappen. Wir fliehen vor dem Sturm bis zur Hütte Vistasfjellstuga. 30 Kilometer. Hart, aber machbar, oder? Was wir im Vorfeld ja auch nicht einschätzen konnten, als wir die Planung gemacht haben, ist, ob die Flüsse zugefroren sind, sodass man drüber gehen kann. Ist da vorne Schatten oder ist da das Eis drin? Seht ihr da rechts? Also, Seht ihr es? ja. Aber wenn wir uns ganz links halten, soll es ja gehen, oder? Ja. Ja, da sind ja auch schon Spuren. Ich wollte sagen, weiß ja nicht, wie alt die sind. Ja, das sind auch Skidoo-Spuren. Also, Und was haben wir aus den Alpen gelernt? Nur weil da Spuren sind, heißt es nicht, dass da nichts passiert. gehst du vor? Ja. Weil dann brichst du als Erste ein. Super. Mit der Polka. Ihr rettet mich dann. Vielleicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie schnell man vorankommt und so. Also wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und 2 Kilometer gelaufen. Und schon so die ersten 1-2 Kilometer dachte ich mir so, boah, okay, das wird mit dem Equipment spannend. Wir haben Leihsachen, da kann immer was sein. Du bist das erste Mal auf solchen Schienen unterwegs, du bist das erste Mal mit Pulkas unterwegs, wir kennen das Gelände überhaupt gar nicht. Und da dann halt gleich so einen Brecher rausreißen zu müssen, ist halt genau die verkehrte Variante. Aber das Eis unten drunter ist schon ein bisschen tricky, muss ich sagen. Manchmal kommt man dann auf so eine Platte und denkt sich so, ja. Lass nicht so viel drüber nachdenken. Dann merkst du es nicht. Die Stöcke funktionieren halt auch nicht so. Die Stöcke werden allerdings unser allerkleinstes Problem sein. Doch vor den ganzen Schwierigkeiten erstmal ein bisschen Schönheit. Deswegen sind wir ja hier. Also ich habe sowas halt noch nie gesehen in dieser Art und Weise im echten Leben. Für mich geht jetzt hier schon auch so ein kleiner
Bergmädchentraum in Erfüllung. Ich habe mir ehrlicherweise jetzt nie vorgestellt, oh, ich laufe hier auf Fjellski, dann von Schweden nach Norwegen. Aber es ist mir auch ein bisschen egal, weil ich einfach mal diese Landschaft erleben möchte. Und ob ich das jetzt zu Fuß oder auf diesen Ski mache, geht mir persönlich so ein bisschen am Poppes vorbei. Winter ist schon mein Ding. Ich meine, schon schön. Winter ist toll. Wenn du früh aus dem Haus gehst und die Luft ist so klar und so richtig kalt, das ist einfach. Es gibt im Winter einfach. Ich mag einfach den Winter. Punkt. Ich liebe das, wenn man im Schnee unterwegs ist und der schluckt ja so alle Geräusche. Und wenn es so still ist und man ist irgendwie ganz mit sich selbst und man hört so seinen eigenen Atem und man sieht auch niemanden drumherum, das finde ich hat schon so eine besondere Magie. Alter! Was passiert nun? Ich muss ein Blasenpflaster aufkleben. Boah, die sind halt pitschnass. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass meine ganzen Socken komplett nass waren, meine Fersen wehtun. Und ich dann angefangen habe, Blasen zu kriegen. Ich habe ganz viele. Oh, danke dir. Es ist schon ein bisschen offen. Man sieht schon, es ist schon... Also ich glaube, es ist schon gut. Ja, lieber gleich machen, ey. Habe ich mir auch gedacht an meinem Knöchel. So, und jetzt Trick 17, immer zwischen den Händen aufwärmen, die Blasenpflaster. Echt, warum? Ja, weil sie dann besser kleben. Ja, Ah, ja. und der Fuß trocken. And then I'm too fucking clean. And you wechseln mir gerade ein Blasenpflaster. Ja, meine Socken sind halt auch schon endnass. Und ich habe halt die Befürchtung, dass das ist, weil ich da in diesen Schnee reingeschnüffelt bin 10-mal. Ich hätte in dem Moment einfach ein frisches neues Paar Socken anziehen sollen, die trocken sind. Ich hatte 2 Paar trockene Socken im Rucksack. Ja. So sieht's aus. So sehe ich aus. Das. Ach du Scheiße. Oh, und ich hab Angst. Ja, du, mich hat's doch immer auf die Fresse. Aber ich habe eine Polka. Lisa. Okay, ist noch ein bisschen geil. Hast du die Beine breit gemacht? Ja. Wenn du die Brauchen wir eine Aufstehtechnik. Ja. Auf geht's. Jetzt so Schluss. Ist gut, das haben wir jetzt einmal. Oh ja, das ist gut. Danke. Einfach aus dem Nichts umgefallen. Ich frage mich auch, ob ich mich zu schnell fallen lasse. Ich glaube, bei den Abfahrten ja. Ich glaube, da gehst du auf Nummer sicher und dann lehnst du dich zurück und dann setzt du dich so hin. Ich glaube, wenn du dich so nach vorne, in die Knie und nach vorne lehnen würdest, dann würdest du es easy runterschaffen. Mann, ey. Aber ich verstehe das, ich habe diesen Reflex auch. Ich glaube, ich höre jetzt langsam auf mitzuzählen, ehrlich gesagt. Morgen ist wieder ab 0. Naja, bis zum nächsten Sturz, Leute. Nee, auf gar keinen Fall würde ich diese Reise mit jedem machen. 0. Nein. Nee, weil ich glaube, dass das eine Reise wird, wo man viele Entscheidungen treffen muss. Und es gibt nicht viele Menschen, bei denen ich mich so darauf verlassen könnte, dass wir auf einem coolen Weg, ohne uns in die Haare zu kriegen, gute Entscheidungen treffen können. Mir fällt ehrlich gesagt niemand ein, mit dem ich es machen würde, außer mit Kadi und Lisa. Soll ich die Polka jetzt mal nehmen? Oder geht? Wegen mir? Ich habe mich jetzt da eingespielt. Also Okay. Ich kann auch noch eine Weile nehmen. Ich fühle mich ganz schlecht, Nee, weil ich so brauchst vor mich überhaupt hingleite. Kadi will sie auch nicht hergeben. Dann schleppt unser Zeug, Leute. nicht. Es kommen noch viele weitere Tage. Alter, geht mir das auf den Sack, Mann.
Wie riskant ist das jetzt, wenn ich mit dem Ding wieder in die Socken gehe? Hält das noch oder packe ich ein neues drauf? Pack halt ein neues drauf, oder? Wie kriege ich das ab, ohne dass die Blase aufgeht? Krass, da hat sich aber jetzt aber echt drunter eine Blase. Ja, es hat sich drunter eine Blase gebildet, aber halt unter dem Teil, der auch lose ist, ne? Ja, aber dann trockne Okay. halt mal deinen Haxenschal ab Ja. und dann pack da halt noch mal eins drauf. Ich habe jetzt halt gerade keins parat. Eine Szenerie aus dem Bilderbuch. Schau weg. Kannst uns nicht. Schatz, Nein. schenke mir eine Figur. Hübsch, gell? Und das hält man sich dann da so hin und dann kann man im Stehen bieseln. Katja, jetzt pinkelt gerade. Nicht stören. Was ist los? Hast du Blasenpflaster parat? Ja. Success? Sah gut aus. Hat sich ein bisschen angepinkelt? Nee? Gut, dann musst du es mir nachher mal zeigen. Ist ja auch nicht so schwer. Ich glaube, es ist fest genug dran. Soll ich jetzt die Pulka nehmen, Lisa, oder geht's? Wegen mir geht's. Die Pulka Okay. ist Ist nicht das das Problem. kleinste Problem. Also das ist gar kein Problem. Dann können wir nach dem Mittag ja vielleicht tauschen. Ja. Nee, ein bisschen Sorgen machen wir schon. Dass ich mir die heute blutig laufe und dann die nächsten 9 Tage mit blutigen Fersen durch die Gegend gehen muss. Das wäre richtig scheiße. Und wir haben halt von heute 4 Kilometer von 30. Mir tut jetzt jeder Schritt weh. Aber wer weiß, trockene Socken, neue Blasenpflaster. Vielleicht wird jetzt alles gut. Da bin ich noch optimistisch. Oder vielleicht auch ein bisschen naiv. Mit der Zeit bin ich aber immer langsamer auch geworden. Und Toni hat mir dann die Pulka abgenommen. Da ging mir durch den Kopf, scheiße, warum bin ich so langsam? Also klar, Kadi ist halt immer recht krass vorausgegangen und es war mir auch klar, dass es bei dieser Etappe so sein wird, dass Kadi einfach stur vorausgeht, weil Kadi da ein Mindset hat, wir ziehen das jetzt durch. Weil wir müssen das auch durchziehen und wir müssen da ankommen und wir haben nicht viel Zeit. Wie ist das? Ha? Wie ist es mit der Pulka? Was mit dir ist? Wie es mit der Pulka ist? Gut, gell? Ist gut. Ich hab ja ganz schön Schmerzen. Ab da war es ein Krampf. Und dann wurde der auch immer schlimmer. Und dann denkst du, warum sind irgendwie alle anderen so weit vorne und warum ist da so ein Abstand? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht gut. Lisa hat ganz schön Schmerzen. Mal gleich mal schauen, ob wir da noch was machen können. Du musst halt auch was sagen, wenn es ist. Dann kann ihr ja auch jemand die Pulka abnehmen. Ich habe sie 3-mal gefragt. Ich weiß. 4-mal. In meinen Augen habe ich da dieser zu spät die Pulka abgenommen. Es hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich ehrlich sagen, weil ich sie oft gefragt habe, weil ich eigentlich schon relativ schnell gemerkt habe, ihr geht's nicht gut. Aber ein Stück weit ist halt gerade sowas, wie was wir hier machen, da spielt schon Eigenverantwortung eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und du musst halt einfach ehrlich sagen, wenn es dir nicht gut geht. Und du musst halt auch selber einschätzen können, wann der Zeitpunkt ist zu sagen, dass es dir nicht mehr gut geht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach ist. Besser ohne? Besser ohne. Dachte ich mir. Danke. Wie läuft's denn? Also wie ist es denn? Es Ehrlich, tut weh. bitte. Ja. Es tut Und weh, was aber tut weh? die Ferse. Die Und Ferse, die Zehen auch ein bisschen, aber die sind wo egal. die Blasen sind. Ja. Und wie wär's mit einer Schmerztablette? Ich würde eine nehmen im Notfall, aber so spüre ich halt auch, wenn es richtig scheiße wird oder so. Ja gut, aber Dann spüre ich es halt auch. Und dann Weiß auch nicht. rufst du eine Heli. Da bin ich noch auf so einer Lernschiene, wie weit ich Schmerzen akzeptiere, ignoriere oder ernst nehme. Ich habe nämlich früher Schmerzen einfach überhaupt nicht ernst genommen und habe das immer als ein Ding gesehen, okay, da musst du halt die Zähne noch mehr zusammenbeißen und durchziehen. Und, surprise, surprise, das ist nicht immer gut gegangen. Nee, im Ernst, also wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte. Ja, Ich würde halt an einer Stelle eine Schmerztablette nehmen. ja. Better safe than sorry. Ja, also das stimmt. wär- das ist mein Motto. Warum quälen? Magst du was davon? Wenn du noch ein Stück hast, gern. Es sind noch 3. Mal weiter. Ja. Ja. Ich finde, das Losgehen ist immer so ein bisschen anstrengend.
Ich fühle mich schon sehr verantwortlich, alleine aus Altersgründen. Und auch, weil ich weiß, dass ich in dieser Jahreszeit die mit der meisten Erfahrung bin. Ja, deswegen fühle ich mich natürlich verantwortlich. Und zwar nicht nur, dass die sicher sind, sondern auch, dass sie Spaß dabei haben. So, Hälfte ist geschafft. Halleluja. Jetzt genau. Ziemlich genau. Geil. Oh. Ey, ich fand es jetzt am Ende schon noch mal anstrengend. Ja, ich fand auch. Aber schaffen wir noch, oder? Ja, ja. Also irgendwie maximal bis Viertel nach. Mann, ey, Kathi ist immer so streng. Aber recht hat sie. Ach, ist das schön. Ist geil, ne? Ich bin sehr glücklich. Schön. Ich bin gleich auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Es macht euch ein bisschen Spaß. Das schaut cool aus, Toni. Wollen wir? Wie du da sitzt, so wie... Als würde ich hier wohnen. Ja. Und gar nicht mit meinem Skidu. Nee, war auch gut. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt eigentlich eine Tagesetappe vorbei wäre. Ja, eben, das eigentlich wäre denke ich jetzt mir Etappe so. vorbei. Was wird man jetzt den ganzen Tag noch machen? Ganz ehrlich, ja. Ja, aber wir kommen ja nicht so schnell Erstmal voran. langsamer laufen. Aber ich finde den Fluss schon ganz gut für die erste Ja, ich wollte Etappe. gerade sagen, Es das ist ganz wird auch nett, dass ewig der da dauern. ist. Und heute ist das Wetter auch gut. Kann eigentlich nur schlimmer werden. Die Schmerztablette war sehr gut. Zwischendurch habe ich mich einfach mal angeschoben. Das war geil. Entlastung auf den Fuß. Also, ja. Tut halt weh, ist halt saudumm, dass das auf den ersten 500 Metern passiert ist. Aber, mei. Was jetzt die Blase? Ja, Nein, das sofort. Meine Socken sind auch nass. dann instantly. Vielleicht habe ich weniger Gefühl in meinen Füßen. Vielleicht, weil du schon die so viele High Blasen Heels. hat. Nicht viele High Heels getragen in meinem Leben. Ich schon. Warum wundert mich beides nicht? Hast du viel High Heels getragen in deinem Leben? Ich glaube, noch mehr als ich. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch keine Fußprobleme. Nur weil mein Leben länger ist. Vielleicht kürzen wir da ab, aber keine Ahnung. Also das ist schon eine arge Schlaufe. Dann können wir uns trennen. Kann eine den linken Fuß haben und der andere den rechten. Wer schneller Fuß. da ist. Stopp, haben wir nicht gesagt, wir bleiben zu dritt? Und dann sind wir, glaube ich, da. Nee, da. Warte mal, nee. Falls eine von uns doch Nee, einbricht. dauert's immer noch und immer noch. Ey, da bist du vielleicht nicht, was wir machen. Ich bin am Arsch. Auf dem Bauch und mit dem Stecken hinrobben wahrscheinlich. Die Pulka leer. ab. Ja. Hinschieben. Hä, bin ich dumm. Ah, nee, da ist die Hütte. Jetzt habe ich sie. Am lustigsten ist, dass da so ein Zeichen ist. Ein Strand und ein Schirm. Geil, vielleicht gibt es da einen Beach. Können wir baden gehen? Vielleicht gibt es da einen Badestrand. Ich habe mein Bikini dabei. Toni, was ist denn los? Nix, es ist so viel Klump. Oh, mit Gewalt geht alles. Die letzten 15 Kilometer für heute. Tag 1, Etappe Nummer 2. Oh. Jetzt komm. Aber feste. Ja, genau. Gut. Oh, das ist geil ohne Rucksack. Dass ich mich schon regelmäßig frage, wie dick das eigentlich unter uns ist. Weil diese Pulka, ich glaube, wobei die verteilt das Gewicht, glaube ich, echt Ja. gut auch, ne? Oh, da ist das Eis drin. Da ist es offen. Ja. Seht ihr es? Oh ja. Okay, das ist creepy. Blankeis. Ui. Oh, oh. Oh. Ja, Nein, mit nein, Abstand. nein, nicht stehen bleiben. Nicht stehen. Da habe ich mir gedacht, boah, Toni, also hätten wir das im Vorfeld mal besprechen müssen. Weil ehrlicherweise weiß ich gar nicht, was da das Wissen von Lisa und Kathi ist. Und ich weiß nur, dass ich echt wenig Wissen habe, ab wann man aufs Eis gehen kann und ab wann man nicht aufs Eis gehen kann. Kackgefühl. Ultra. Ui. Schnell drüber. Alter, Toni. Siehst du, wie dünn unsere Brücke war? Deswegen gehe ich ganz schnell drüber. Ich sehe es jetzt erst. Oh je, Gott sei Dank habe ich das auch nicht davor gesehen, ey. Ich will ankommen. Ich auch. Aber wir sind erst bei Kilometer 18 von geplanten 30. Und dabei wird's nicht bleiben. Ja, yes! Tja.
Krass, Toni. Shit, ich habe mich übelst gecuttet. Es hat einfach nicht genug Schnee. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oft gibt es Teile, vor allem im Wald, wo Erde ist und wo man das über dann Sträucher so drüber ziehen musste. Und die Pulka zieht halt viel mehr. Du hast viel mehr Widerstand, wenn du das da drüber ziehst. Also ein bisschen mehr Schnee wird uns schon gut tun. Später erfahren wir, im Moment sind Schnee und Wetter hier oben in Skandinavien anders als sonst im April. Extrem warm, extrem wechselhaft, extrem schneearm. Touren wie unsere deshalb extrem schwierig. Was ist das denn? Das ist Lisas Stuga. Du hast gar nicht erzählt, dass du da eine Hütte hast. Überraschung! Oh mein Gott, ist das schön. Komm, wir bleiben hier. Alter. Oh. 3 Betten. Naja, wenn du in den Sturm kommst. Sweet. Eben. Und was kommt heute Nacht? Better than nothing. Der Sturm. Und hast du kein Gästebuch? Es ist richtig gemütlich. Nach qualvollen Aufstieg sind wir auf diese Hütte gestoßen, die uns für 2 Tage und 3 Nächte bei miesem Regenwetter Schutz und Zuflucht gegeben hat. Wow, 2 Nächte und 3, boah, das finde ich viel lang. Auch wenn nach längeren Regen das Wasser durchs Dach kam. Auch ein junger Elch hat uns besucht. Vielen Dank an Lisa, Dominik und Klaus aus München. Liebe Grüße. Na, sowas. Ach, ist das schön. Es ist wirklich. Ich möchte hier bleiben. Reger Betrieb in Lisas Hütte. Wir können ja die Kathi hier lassen. Oh Mann, ich hätte mich nicht hinsetzen dürfen. Als es dann hieß, okay, es sind noch 10 Kilometer Luftlinie. Und ich hatte ja gemerkt, dass wir keine Luftlinie hier gehen können. Also entweder haben wir halt den krassen Eck, dass wir durchs Gelände gehen und dauernd dieses Gewicht von diesen Pulkas irgendwo hoch und runter hieven müssen, was Zeit kostet. Oder wir müssen halt auf dem Fluss, der nicht konsequent zugefroren ist, rundherum, was dann einfach noch mal länger ist. Da war dann kurz bei mir wirklich die Laune ganz weit unten. Boah, da wird's heikel. Meine Fresse, hey. Das ist so krass. Ah. Was ist da, so ein Huckel runter, oder wie? Ja, und es ist voll schräg. Also wenn du noch links gehst und ein bisschen festhältst, dann helfe ich dir mit deiner. Ich stehe im Schlitz schon. Ja, ich habe Angst, dass sie reinfällt. Ich habe sie, wenn, dann fahre ich mit ihr rein. Bitte nicht. Also in meinem Kopf lag schon eine Pulka im Wasser. Dann habe ich gedacht, wir kriegen das Zeug nie mehr trocken. Nie mehr. Nicht in 100 Jahren, wenn die Daunenjacke, um Gottes Willen, was macht man drin? Au, hast du wehgetan? Bitte. Mann, wenn ich sie jetzt anhebe, breche ich auch einen, die passt. Da ist ein Loch. Alter, 35 Kilometer und sowas. Brauchst du mich noch mal? Da um die Kurve noch. Obwohl, es geht schon. Oh Gott, das ist... Achtung, da. Mal schauen, hoffentlich kommen wir an. Will nicht mehr. Ja, auch nicht. Das sind Rentier. Nehmen auch den Weg. Dann ist er sicher. Übrigens, sie spazieren zwar frei herum, aber jedes Rentier gehört jemandem. In Schweden und Norwegen dürfen nur Sami-Rentiere züchten, also Angehörige des indigenen Volkes in Nordskandinavien. Und das hier sind fast alles trächtige Weibchen, weil nur die behalten ihr Geweih im Winter, um sich und den Nachwuchs verteidigen zu können. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Da ist er, der Wind, der angesagt war. Ja. Und die Hütte, die angesagt war, ist nirgendwo. Ja, die kommt gleich. Hat er getauscht. 31 Kilometer haben wir schon. Absolut gaga. Absolut stark.
Voll mit diesen scheiß Pulkas. Am Ende war ich krass abgefuckt, weil das Wetter halt echt nicht mehr geil war. Es hat so leicht geregnet und gewindet. Und man halt einfach nicht wusste, wann diese Hütte kommt. Das absolute Highlight war dann am Ende von der Etappe, wo es wirklich schon sehr zart war und Kadi und ich vorne so einfach nur stumpf hingestopft sind und immer gehofft haben, dass um die nächste Ecke diese Hütte kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der groß. Oh Gott. Wow. Haben wir tatsächlich einen Elch gesehen. Ziel 1 ist erfüllt, ich habe einen Elch gesehen. Krass, das schaut uns richtig an. Aber der muss ja sowas schon mal gesehen haben, oder? Er war ziemlich groß und ziemlich gut getarnt und hat relativ lange uns zugeschaut, wie wir auf ihn zumarschiert sind. Also kurz hatte ich ein bisschen Schiss, weil er dann erst ein bisschen weggerannt ist und dann stehen geblieben ist und wirklich konsequent stehen geblieben ist. Wir müssen da genau durch. Aber der war einfach nur neugierig. Wahrscheinlich hat er nicht zum ersten Mal Menschen wie uns gesehen. So, 500 Meter müssten es noch sein. Toni und ich haben alle abgehängt. Ja, nicht absichtlich. Tut mir auch ein bisschen leid. Ein paar mehr Kilometer als geplant. Werden dann wahrscheinlich so 33 Kilometer am ersten Tag. Willst du Kaum zu glauben. mich verscheißen? Gott sei Dank. Halleluja. Ist das geschafft? Ich bin stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf dich. Ey, ich dachte, am Ende war ich so kurz vom Verzweiflungsheuler. Ich finde tatsächlich, dass man einfach immer nur noch... Ja, aber ich habe weiter. Ich habe wirklich bei jeder Kurve mir gedacht, jetzt muss es doch kommen. Jetzt muss es doch kommen. Trainingszustand, Erfüllung. Prinzipiell braucht es dann halt auch gerade bei sowas und bei solchen Entscheidungen jemanden, der so vorne vorausgeht. Und auch wenn es mich manchmal dann ankäst, bin ich am Ende von der Etappe ihr da schon auch sehr dankbar, weil sie zumindest mich da stark mitziehen kann. Wenn es dir körperlich scheiße geht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es einen noch krasser fertig macht. Wenn man sieht, dass da jemand so krass vorausgeht und man selber halt sich dauernd fragt, kann ich das mithalten oder nicht? Ich bin gespannt, was mit Lisa jetzt ist. Ja, ich auch. Das war ein krass langer Tag. Das war ein richtig langer Tag. Es kommt mir auch irgendwie so vor, als wären es mehrere Tage. Es sind so viele Sachen passiert auch unterwegs. Wir sind ja auch um 7 Uhr morgens losgegangen und um 8 Uhr abends hier angekommen. Und ich mag lange Tage eigentlich, aber dafür muss es einem halt richtig gut gehen. Also nicht so wie mir gerade. Ich komme eine Viertelstunde später mit dem Rest des Teams endlich an der Hütte an und will keinen einzigen Schritt mehr gehen. Lisa ist saustark. Glückwunsch. Mega durchgezogen, ey. Die Blasen an meinen Fersen kann ich kurz vergessen. Ich bin gerade einfach froh, hier auf dieser Hüttenbank zu sitzen und nicht im Zelt. Denn draußen wütet der Sturm jetzt so richtig. Neuer Tag, neue Schlechtwetterfront. Am Nachmittag soll sie hier sein und wir sind dann am besten schon in der nächsten Hütte. Bis zu der sind es 18 Kilometer. Oh Mann. Guten Morgen. Morgen. Wir haben, glaube ich, noch die Magnesium von gestern hier. Hast du gepennt? Geht schon. Nicht so doll. Ganz okay gepennt, aber mein Körper tut mir total weh. Mir tun die Schultern voll weh. Aber ich war so froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Meine Füße schauen echt okay aus. Auch als ich mich gestern hingelegt habe, ich konnte mich nicht auf den Rücken legen, weil ich die Fersen nicht auf der Matratze ablegen konnte. Und dann hat die so pulsiert. Das Blasenpflaster ist halt abgerutscht und hier ist alles offen.
Und ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich das löse. Jetzt. Ist das dumm? Ist das dumm? Und dann bin ich aufgestanden und habe mich auf den Boden gestellt und dann ist der Schmerz einmal durch meine Füße bis durch die Waden, die komplett verkrampft waren. Ich war so, wow, okay, ich bin schon durch. Ich bin schon ordentlich fertig mit der Welt eigentlich. Aber dann dachte ich, Zähne zusammenbeißen und weiter geht's. Bis ich dann meine Schuhe angezogen habe und zum Klo hochgestiefelt bin. Und auf diesen 10 Metern zum Klo wirklich die Zähne zusammenbeißen musste, weil es mir so reingeschossen hat an den Fersen. Ja, dann habe ich mich aufs Klo gesetzt und habe mir gedacht, Scheiße, wie soll ich heute 18 Kilometer so weitergehen? Krisensitzung mit Kadi und Toni. Ich habe einfach wirklich Angst, was ist, wenn ich weitergehe und es entzündet sich und ich habe ein ernsthaftes Problem und dann sitze ich weiß schon, in Schwedisch das sind ganz viele, das sind ganz viele Worst-Case-Szenarien gerade und ich kenne das, ich tick auch so und es kann sein, dass das alles komplett anders läuft, aber der Punkt ist, und den finde ich viel schwerwiegender, dass für was machen wir das hier? Weißt du? Und wenn du jetzt seit Schritt 1 quasi leidest. Ja, das stimmt. Fuck it. Sorry, wenn ich so ehrlich sage, aber... Nein, immer. Das war nicht ein guter Punkt von dir, dass du sagst, warum machen wir es? Wir machen es, weil es Spaß machen soll. Ja. Also ich habe mich in meinem Berg- und Outdoor-Leben schon öfter an Punkten gefunden, wo ich mir dachte, warum zur Hölle? Es ist einfach nur Scheiße. Das ist aber halt eine Entscheidung, die muss man selber... Ne? Ich bin jemand, der sich gern quält. Deswegen ist meine Antwort vielleicht eine andere als deine. Aber wenn das Leid 100% einnimmt und es bleibt kein 0,1% mehr übrig zu sagen, dafür mache ich es, dann... Das Ding ist auch, Schmerzen, Leiden einerseits, andererseits weiß ich nicht, ob es krass unverantwortlich ist zu gehen. Ich will die anderen beiden nicht enttäuschen und auch mich selber nicht. Aber so kann ich auch nicht weitergehen. Oder vielleicht passiert ja auch noch ein Wunder und ich könnte mit der Gruppe weitergehen. Um das zu erfahren, müsst ihr euch Folge 2 unseres Abenteuers anschauen. Wir sehen uns. Bis gleich.